Servus Leute und willkommen zurück zu American Nightmare. Heute machen wir uns ja auf den Weg zu dem Motel. Das letzte Mal haben wir hier vorne ja noch gegen so ein paar von diesen Geistern, Zombies, wie auch immer man das nennen soll, gekämpft. Haben die natürlich erfolgreich besiegt. Mal kurz schauen, bei meinem vollautomatischen habe ich gar keine Munition mehr, aber meine Pumpgun müsste reichen. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Schlüssel, mit dem wir hier irgendwo in einen Raum können. Allerdings will ich hier noch kurz schauen, ob ich irgendwo ein bisschen Munition finde, weil, wie ihr wisst, die Pumpgun ist jetzt nicht gerade meine Lieblingswaffe. Ich kann mir irgendwas aus diesen Automaten rausholen. Sieht nichts aus. So, hier hinten war der Raum, in den ich rein wollte. Schauen wir doch mal, ob wir hier jetzt reinkommen. Da habe ich es mir fast gedacht. So, hier war nämlich noch irgendwo eine Notiz da. Schnappen wir uns mal und lesen sie auch gleich. My own face peered back at me from the TV screen. For a moment, I struggled with the sensation of déjà vu. How many times have I seen myself like this now? And then there was that easy grin that never seemed quite as quick or natural on my own lips. The dark, malicious twinkle in the eyes. And I knew who I was looking at. As he pulled back and revealed the room behind him, my throat went dry. There was nothing I could do but watch. Okay. So. Schau mal, was wir hier noch so in dem Raum haben. Die Tür ist zu. Das ist das Einzige. Hier ist noch mal eine Tür. Die ist auch zu. Okay, dann ist noch irgendwas drin. Nein. Dann war es das schon. Schauen wir mal, ob wir noch irgendwo anders reinkommen. Was ist hier eine Tür? Da wird man nicht reinkommen. Wahrscheinlich nur bei den Türen mit den Sternen. Holen wir hier noch mal ein bisschen Munition raus. Und laden hier mal kurz nach für den nächsten Kampf. So. Hier kommen wir auch rein mit demselben Schlüssel. Und da liegt jemand. Michael Farabee, dead, tortured, dressed in clothes that bore the name of a local observatory. A slim lead, but solid enough. It stirs something deep in his mind. He knows where to go now. The Observatory. Hot on the heels of the Herald of Darkness, the Champion of Light forges on to see the stars. An observatory. A place for a man to witness the magnificence of the universe. But such insights are not what the Champion of Light is looking for. He has come to find a weapon. Okay, dass es mich da jetzt einfach von einem anderen wegnimmt, wenn ich die Schüssel aufnehme, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich wollte die restlichen Räume eigentlich auch noch durchschauen. Aber so wie es aussieht, sind wir hier in dem nächsten Akt. Und ja, sind jetzt eben bei diesem Observatorium. Schauen, kann man hier was machen? Da kann man da einfach reinlaufen. Ah ja, das geht. Schauen wir doch mal, was uns hier erwartet. Welcome back, listeners. As you know, I'm Eddie Rodman, and I'm still talking to old gods of Asgard, who are doing their big comeback tour. How's that been going for you? Odin? Splendid! I'm having the time of my life. You know, I didn't realize how much I missed that. And what about you, Thor? It's okay, you know. Well, this must bring back a lot of memories. Bestimmt wieder so ein rumfliegendes Etwas. Oder auch nicht. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwas haben.
Ja, sieht recht leer aus. Ich glaube, ich laufe einfach mal nach... Ah, da vorne ist was. Ah, das ist die Munition. Ah, da habe ich ja normal alles voll. Dann laufen wir mal nach oben, beziehungsweise zuerst da drüben zu diesem Fragenzeichen. Da wird wieder eine Notiz rumliegen. Irgendwo bei diesem Feuerwehrauto. Und dann gehen wir halt mal nach oben zu dem Observatorium. As a storyteller, my first real love was crime. And it was in that genre that I finished my first novel, starring the perpetually miserable Alex Casey, whose entire life was a wound that never healed. The books sold as fast as they hit the shelves. I wrote 5 more Alex Casey books, and they all were bestsellers. I became rich. I became famous. Success brought pressure, and I didn't handle it very well. Okay. Ja, dann gehen wir mal nach oben. Oh, da kommen wieder ein paar Gegner. Vom Dach sind Feuerwehrleute. Sieht so aus. Schön tanky. Oh, Shift. Ah, ich und mein Shift. Ich mach das nie im richtigen Zeitpunkt. Okay, mal. Oh, da vorne gibt es eine neue Waffe. So wie es aussieht. Schauen wir mal rein. Enter the main observatory. Not enough manuscripts. Okay. Achso, man muss diese Zettel einsammeln, damit man quasi neue und bessere Waffen freischalten kann. Ja, wir gehen jetzt als erstes nach oben zu dem Observatorium. Schauen mal, was da abgeht. Ah. Mann, oh Mann. Jetzt brauche ich nachher was so ein Health Pack oder so. Das ist noch eine Notiz, die nehmen wir schnell mit. The pressure of success got Gleich to me. an. My wife Alice was the sole thing in my life that anchored me. Suddenly it wasn't enough. I couldn't write anymore. I distracted myself with wild parties and whatever trouble I could scare up. I wallowed in the drama of my life, sure that Alice would stick with me even though she didn't sign up to be the lifeline of a tortured artist. It was my dumb luck she's not the type to give up. Okay. Vorne gibt es wieder irgendwo ein bisschen Munition. E to use. Hello? I'm Dr. Rachel Meadows and... Wait a moment, it's you! I can't believe you dare show your face around here again. Ich hätte mir doch erst das Leben holen sollen, bevor ich das anklicke. Verdammt. Mal schauen, dass ich nicht einmal getroffen werde von denen. Oh. Na. Wenn der steht, da kommt nochmal einer. Kommt lad nach. Shift! Ja! Yeah. Heilige. Ah, lad nach. Also, schieß! Oh, so. Ja, da vorne das Licht, das gibt mir wieder Leben. Renn. Oh, das war knapp. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen Munition zusammensammeln. Was haben wir hier? Carabiner Rifle. Ich glaube, die nehme ich lieber. So ein Sturmgewehr oder so irgendwas. Ah, müssen wir mal schauen. Da vorne die Notiz holen wir uns noch, wenn die hier oben ist. Wo ist sie denn? Da, die nehmen wir mit. The Und dann gehen wir spiders gleich are nochmal really the zum work of Eingang. the enemy. They're a side effect. A part of the dark place's less significant fauna that has managed to slip through the opening I made when I arrived.
Less an animal than an idea that has assumed the form of an animal. Makes them no less dangerous, but at least they're a little easier to deal with. The darkness doesn't protect them like the Taken, and thus they can be destroyed by either light or bullets right away. Okay, so. Jetzt wieder nach vorne, vielleicht kommen wir jetzt rein. Go away. It wasn't me. I just look like him. Are you serious? That's what you're going with? Please. I'm trying to stop him. You saw those shadow things trying to kill me, right? I bet he got along with them just fine. Yes. Yes, he did. All right. Come on in. Thank you. Ist mir hier drüben? Irgendwo muss doch jetzt Munition sein. Ich verstehe es nicht so ganz. Na egal, ich habe meine neue Waffe. Ich erstmal wieder Munition bis zum Ende. I figured I'd take a moment to talk to you. There's a party next door. I'm feeling pretty good right now. A little beer, a little fun, you know? It's nice. Listen, this whole thing between us, it's a little weird for me too, you know? I mean, we don't just look the same, there's a lot we share. I mean, up here, I know you, right? So I was thinking maybe we could... These guys are getting out of control. Look, I feel like we're both victims of circumstance here. And maybe we could make some kind of effort to... Okay, das bringt nichts. Das ist schon ein bisschen langsam verzählt, muss ich sagen. Braucht ihr ewig, um rüberzubringen, was er von mir will. Ich laufe jetzt einfach weiter. So viel hat er nicht zu erzählen. Gehen wir mal zu diesem Doktor. I didn't expect to see anyone here tonight, but I'm relieved to see an actual person. That's assuming this isn't some kind of cruel trick on your part, of course. Bisschen Munition noch mitgenommen. So. Ja. Tell me more about the signal. It's almost as if something's being transmitted to Night Springs. It's the strangest thing. It's quite elusive, almost as if it wasn't properly there. I don't know how to describe it. So, what was the signal like? I wish I knew. He appeared before I had a good fix on it. He was very pleasant when I was working, but when I isolated the signal, he suddenly forced me out of the control booth. He said it was none of my business. He seemed to change. Somehow he was very smooth and charming before that, but suddenly he became, I'm sorry. I'm not sure I want to talk about it. I have to ask, do you always wear that to work? I was at a party for a local art exhibition. Fascinating works. When I was called away by my assistant. Michael was the first to spot this event. I don't know where he is now, actually. He was supposed to bring us some food, but he never showed up. Tell me about the event. Oh, it's quite fascinating. It looks as if stars were changing, somehow. Or shifting positions. It isn't really happening, of course. Most likely it's caused by some kind of atmospheric refraction phenomenon. But I've never seen anything like it. Did he hurt you? No, he didn't quite threaten me exactly, but those shadowy things started to crawl into view, and whatever the signal was, he seemed to be extremely frustrated by it. He just started breaking things and left. I thought it best not to interfere. You were lucky. He's done much worse. Yes. He showed me a knife, and he kept talking. He enjoyed the sound of his own voice. A proper maniac. You really aren't anything like him, are you? Believe me, I try very hard not to be.
Okay. So würde ich sagen, dann war's das heute wieder für diese Folge und man sieht sich am nächsten Mittwoch wieder bei der nächsten Folge American Nightmare.